Alte, knorrige Obstbäume sind das Herzstück eines tollen Gartens. Allerdings sind die Obstbäume oft jahrelang ungepflegt. In meinem Fall sind die Bäume noch nie geschnitten worden. In diesem Video gebe ich euch eine 3-Schritt-Anleitung, die ihr bei jedem ungepflegten älteren Obstbaum anwenden könnt, die man einfach stupide runterrattern kann. Außerdem zeigen wir euch auch, welches Werkzeug notwendig ist, und wir zeigen euch auch, wie wir so einen Baum von Anfang bis Ende nochmal zurückschneiden, damit er wieder gerüstet ist und fit ist für die Zukunft. Hi, ich bin Marius, willkommen hier bei Probieren geht über Studieren, und wir fackeln gar nicht lange, sondern starten direkt mit dem ersten Schritt. Der erste und einfachste Schritt bei der Pflege so eines alten Apfelbaumes ist es, dass die Totholzäste entfernt werden. Bei alten, jahrelang ungepflegten Bäumen kann das schon mal richtig lang dauern. Das Totholz in den Apfelbäumen erkennt man oft schon auf den ersten Blick, denn in ganz vielen Fällen hat sich durch Pilze schon die Rinde gelöst. Öfters sieht man es aber auch, dass zumindest noch Teile der Rinde vorhanden sind. Der Pilz, der das macht, heißt Rindensprenger. Allerdings ist es nicht bei jedem Totholzast so. Es gibt auch welche wie der hier, die haben noch recht viel Rinde. Allerdings erkennt man es auf den zweiten Blick auch immer gut, ob man es mit Totholz zu tun hat, wenn man die oberste Schicht der Rinde oder Borke aufschneidet und sieht, okay, darunter ist so eine braune Farbe. Das bedeutet, der Baum ist tot. Wenn man das bei einem lebenden Baum macht, ihr seht schon, dann ist die Schicht direkt unter der Rinde grün und das bedeutet, der Baum lebt noch. Hier in dem Fall zeige ich euch mal beispielshalber, wie man Äste versetzt wegsägt. Das ist vor allem wichtig für Äste, die hinten ein großes Gewicht tragen, also die deutlich länger sind als den Ast, den ihr jetzt hier in dem Beispiel seht. Denn zuerst schneide ich unten ein, um die untere Schnittkante zu bilden, und dann säge ich oben ein und dann reißt der Ast am Schluss versetzt ab, ohne dass der Ast aufreißen würde. Denn wenn man bei solchen schweren Ästen einmal von oben runter sägen würde, dann würde der Ast einreißen und den Baum eine große Wunde zuziehen. Im zweiten Schritt säge ich dann den Stummel weg, damit da nicht viel übersteht, man sich dann nirgends stoßen kann und die Wunde wieder gut verheilen kann. Generell gilt beim Apfelbaumpflegen, dass Äste, die dicker als dein Daumen sind, dass die abgesägt werden sollten, und Äste, die dünner sind als dein Daumen, die kann man getrost mit der Schere schneiden. Im zweiten Schritt, nach dem Entfernen des Totholzes, geht es jetzt den Ästen an den Kragen, die anderen Ästen das Licht wegnehmen. Das sind zum Beispiel solche Äste wie der hier. Von hier hinten kommt dieser dicke Ast, und hier sind gleich mehrere Äste, die aus diesem dicken Ast entsprießen und relativ gerade nach oben wachsen. Das ist blöd, das ist schlecht, denn die nehmen hier oben, den Ästen, die hier unten sind, komplett das Licht weg. Auch Äste, die in den Baum hineinwachsen, wie dieser Sprössling aus dem letzten Jahr. Dieser Ast hier hat nur Plattknospen, wächst nur sehr stark nach oben. Das ist so ein typischer Wasserschießer. Also im zweiten Schritt müssen Äste entfernt werden, die in den Baum hineinwachsen oder die über andere Äste drüber wachsen und denen so das Licht wegnehmen. Im dritten und letzten Schritt bewegen wir uns dann zur Krone hin. Beim Schneiden hat man so den Weg unterhalb schon freigelegt und kommt jetzt sehr gut in den Kronenbereich. Wenn wir die Krone von diesem Apfelbaum uns anschauen, der liegt hier ziemlich stark auf der Seite, dann sehen wir, die Krone, die ist, obwohl dieser Baum hier noch nie zurückgeschnitten wurde, eigentlich gar nicht so schlecht, denn es ist nur ein großer Kronenstamm, denn ein Kronenast, der ist wünschenswert. Denn wenn man zwei hätte, die würden sich nur gegenseitig ums Licht konkurrieren. Das ist nicht so gut. Beim Zurückschneiden der Krone kommt es darauf an, das Höhenwachstum möchte man ja begrenzen, und deshalb schneidet man die Krone zurück in der Höhe, und zwar an einem solchen Ast, der zur Seite wächst. Hier werden das zum Beispiel der hier oder der hier. Wenn ich den Apfelbaum hier jetzt schneiden würde, würde ich den hier stehen lassen, denn der wächst in die Richtung, in die hat der Baum noch nicht so viel Halt, der kippt eher in die andere Richtung rüber, und das wäre jetzt ein guter Ast, den man hier jetzt rausnehmen könnte. Den Rest der Krone, den muss man tatsächlich komplett
Zurückschneiden komplett wegschneiden. Das nimmt dem Rest des Baumes sehr viel Licht weg und das ist nicht gut. Und noch ein allgemeiner letzter Tipp. Oft ist es bei jahrelang ungepflegten Apfelbäumen so, dass sie Drall in eine bestimmte Richtung haben. Ich bin hier jetzt auf so einer Wiese und der Baum hier hat einen extremen Drall nach Süden, nach unten. Das ist wichtig, um das beim Zurückschneiden zu berücksichtigen, denn wir sollten jetzt vor allem solche Äste fördern, die nicht nach Süden, nochmal zusätzlich nach Süden zeigen, wo der Baum und die Wurzel schon großer Belastung ausgesetzt ist, sondern wir sollten die Bäume fördern, die weg von dieser Richtung zeigen, zum Beispiel nach Norden oder nach Osten oder Westen. Auf jeden Fall muss diese Südseite des Baumes entlastet werden. Hier seht ihr den Baum, den wir in diesem Video für euch schneiden, wie der Baum vorher aussieht. Er ist richtig struppig und hat jede Menge Äste, da ist noch nie geschnitten worden. Gut, dann starten wir mit dem zweiten Teil, in dem ich euch zeige und erkläre, wie der Baum von uns zurückgeschnitten wird. Mein Freund Tobi hat sich netterweise bereit erklärt, mir dabei zu helfen. Unsere Obstwiese, die wir hier haben, besteht nämlich aus 23 Bäumen. In so 14 Stunden haben wir das geschafft, also an einem Wochenende konnten wir alle Obstbäume zurückschneiden. Am Anfang haben wir uns aufgeteilt. Meine Aufgabe war es, das Totholz rauszusägen und Tobi hat sich schon mal um das Einkürzen der Äste gekümmert und hat schon mal überstehende Sachen weggeschnitten, denn Tobi ist gelernter Garten- und Landschaftsbauer und kennt sich deswegen richtig gut mit sowas aus. Manche Äste nehmen wir komplett raus, die blöd gewachsen sind. Manche Äste kürzen wir aber nur ein, damit die nicht rausbrechen, wenn die Äpfel reif sind und so richtig schwer werden. Später haben wir dann hier so die Leiter benutzt. Das ist so eine Vielzweckleiter, die man halt für mehrere Sachen benutzen kann. Die kann man natürlich auch richtig ausklappen oder auch zum Verputzen nehmen. Das ist echt gut. Genau, wir arbeiten hier zu Beginn jetzt vor allem mit kleinen Gartenscheren, da es sich hier vor allem um dünnere Äste handelt. Die ist da auf jeden Fall das wichtigste Werkzeug für diese Arbeit. Neben einer Gartenschere ist eine Astsäge das wichtigste Werkzeug beim Zurückschneiden älterer Obstbäume. Ich habe euch die Regel schon genannt, wenn die Äste dicker sind als deinen Daumen, dann solltest du das mit einer Säge raussägen. Und bei alten, jahrzehntelang ungepflegten Bäumen gibt es sehr viele Äste, die so dick sind. Also das sind die beiden wichtigsten Werkzeuge, die man unbedingt braucht. Tobi hat als Profi auch noch mehr von seinem Werkzeug mitgebracht. Er hat so eine Teleskopsäge, mit der er Äste von ganz weit weg raussägen kann. Das ist natürlich richtig geil, da braucht man nicht mehr mit der Leiter rumzuspielen und es ist auch sicherer vom Boden aus sowas rauszunehmen. Dann hat er auch noch so eine richtig super Teleskopschere, mit der man auch tatsächlich ziemlich dicke Äste durchmachen kann. Also ich kannte das vorher auch gar nicht. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Falls ihr also an dem Werkzeug interessiert seid, ich habe auf Tobis Empfehlung hin mal Werkzeug in die Beschreibung gepackt, das er auch anderen Leuten empfehlen würde. Ich habe Tobi dann die Arbeit mit dem professionelleren Werkzeug überlassen und bin dann selbst erstmal in den Baum geklettert und habe dann mit der großen Astschere dickere Äste zurückgeschnitten. Im Moment sind wir noch in Schritt 2, also wir lichten die Äste aus, die Licht wegnehmen, die blöd gewachsen sind. Ihr seht schon, der Baum wird immer schicker. Es wird deutlich lichter, es sind viel weniger Äste, die da das Licht wegnehmen und er sieht gleich weniger struppig aus, so ähnlich wie nach einem Friseurbesuch. Jetzt sind wir im 4. Schritt angekommen, und zwar im Einkürzen und Zurückschneiden der Krone. Das habe ich dann wieder Tobi überlassen, der kennt sich damit einfach noch besser aus als ich. Tobi nimmt jetzt verschiedene Äste raus, die vor allem gerade nach oben wachsen und den Apfelbaum zum Höhenwachstum anregen. Auf den Apfelbäumen steht sich meistens auch sehr sicher, da kann eigentlich weniger passieren als auf der Leiter. Allein schon bei dem einen Baum kamen richtig viele Äste zustande. So, Tobi hat die Krone jetzt eingekürzt und zwar an einem Ast, der seitlich herauswächst
so wie ich es euch eben erklärt habe. Hier seht ihr das Ergebnis und die Ausgangssituation mal direkt nebeneinander. Da hat sich echt beeindruckend viel getan. Außerdem ist es super wichtig, Streuobstwiesen zu erhalten für unsere Artenvielfalt. Unsere Streuobstwiese liegt hier am Waldrand und durch die vielfältigen Strukturierung von diesem Lebensraum ist es wirklich hier noch ein kleines Naturparadies bei uns. Denn der Krokus ist jetzt schon sehr schön am Blühen und hier sind auch schon jede Menge Bienen und Hummeln und auch einige Schmetterlinge habe ich schon gesehen. Wenn die Obstbäume dann älter werden und langsam kränkeln, dann sind sie ein wertvolles Habitat für Pilze. Einige von euch wissen sicherlich, dass ich mich mit Pilzen ziemlich gut auskenne. Ich vermute hier einen Zunderschwamm. Und hier sieht man auch nochmal sehr anschaulich, wie vielfältig dieser Lebensraum ist. Wir haben hier jede Menge Moos und hier an diesem Apfelbäumchen, das wir schon geschnitten haben, da haben wir verschiedene Flechtenarten. Und zwar viele auf einmal. Mit denen kenne ich mich persönlich jetzt nicht so gut aus. Wenn einer von euch die kennt, kann er gerne mal das in die Kommentare schreiben. Und wir haben auch schon gesehen, dass hier mindestens 2 verschiedene Moosarten an diesem Stamm wachsen. Also für die Artenvielfalt und für die Biodiversität ist es richtig gut, wenn wir unsere Streuobstwiesen pflegen und erhalten. Unsere Bäume sehen jetzt wieder top aus. Wenn du diese Arbeiten auch machen möchtest, aber noch nicht alles Werkzeug hast, dann kannst du mal in der Videobeschreibung nachschauen. Da haben Tobi und ich für euch nochmal alle wichtigen Werkzeuge aufgelistet, die ihr für diese Arbeiten braucht. Ich wünsche euch viel Kraft und Durchhaltevermögen beim Obstbaume-Schneiden und ich danke dir für dein Interesse an dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du uns mit einer Spende unterstützt. Dann können wir noch viel öfters solche Videos für euch machen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss!